Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Selmas Recipes. In diesem Video zeige ich euch ein Rezept für unglaublich zarte und mürbe Vanillekipferl und einige Tipps, mit denen auch ihr wunderschöne Vanillekipferl formen könnt. Für den Vanillekipferlteig nehme ich zunächst 200 Gramm kalte, aber nicht harte Butter, 125 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillinzucker, das Mark einer halben Vanilleschote, alternativ könnt ihr ein weiteres Päckchen Vanillinzucker verwenden, eine Prise Salz und 2 mittelgroße Eigelbe. Die Eiweiße bewahre ich im Kühlschrank auf und verwende sie zum Beispiel für meine Zimtsterne oder Mandelmakronen. Die Zutaten vermische ich zunächst mit einem Spatel zu einer homogenen Masse. Dann gebe ich 280 Gramm Mehl und 125 Gramm gemahlene Mandeln hinzu und arbeite sie zügig unter. Zum Schluss knete ich den Teig noch ein paar Sekunden mit der Hand durch, sodass ein gut formbarer Teig entsteht. Jetzt muss der Teig mindestens 1 bis 2 Stunden im Kühlschrank ruhen. Nach der Kühlzeit nehme ich nur so viel von dem Teig, wie ich zügig verarbeiten kann, und stelle den Rest zurück in den Kühlschrank. Zum Einteilen des Teiges nehme ich hier meinen Plätzchenportionierer. Ihr könnt aber auch einen Messlöffel benutzen oder wie in meinem früheren Video aus dem Teig eine Rolle formen und in gleich große Stücke teilen. Am besten lassen sich die Vanillekipferl formen, wenn der Teig kalt ist. Falls nötig, könnt ihr den portionierten Teig vor dem Formen nochmal 5 bis 10 Minuten in den Kühlschrank stellen und in der Zwischenzeit den restlichen Teig aufteilen. Die möglichst kalten Teigstücke rolle ich zunächst zu einer festen Kugel. Die Kugel lege ich dann auf die Arbeitsfläche und rolle sie mit der Handfläche so vor und zurück, dass sie eine längliche Form mit dünner werdenden Enden bekommt. Den Teig forme ich nun zu einem Halbmond und so sieht das fertige Kipferl dann aus. Achtet darauf, dass die Enden nicht zu spitz werden, weil sie sonst leicht verbrennen. Um sicherzugehen, dass die Kipferl beim Backen nicht zu sehr in die Breite gehen, stelle ich sie nochmal 15 Minuten in den Kühlschrank. Erst dann heize ich den Backofen auf 190 Grad Ober- und Unterhitze vor.
Währenddessen bereite ich schon mal den Zucker zum Wälzen der Vanillekipferl vor. Dafür nehme ich das Mark der restlichen Vanilleschote, ihr könnt aber auch ein Päckchen Bourbon-Vanillezucker nehmen. Zu dem Vanillemark gebe ich noch 100 Gramm Zucker und 3 Päckchen Vanillinzucker und mische die Zutaten gründlich durch. Da ich einen Teil der Kipferl mit Puderzucker bestreuen will, mische ich in einem anderen Gefäß 50 Gramm Puderzucker mit etwas Vanillemark und einem Päckchen Vanillinzucker. Wenn der Backofen richtig aufgeheizt ist, können die Vanillekipferl gebacken werden. Am besten backt man sie auf Sicht und holt sie heraus, sobald die Enden etwas Farbe bekommen. Bei mir dauert das in etwa 10 bis 12 Minuten. So sollten die fertig gebackenen Vanillekipferl von unten aussehen. Die Vanillekipferl gebe ich noch heiß in die vorbereitete Zuckermischung, wende sie darin, sodass sie von allen Seiten mit Zucker benetzt sind und lege sie zum Abkühlen auf ein Gitter. Bei den Vanillekipferln mit Puderzucker warte ich ein paar Minuten, bis sie etwas abgekühlt sind, weil der Puderzucker sonst schmilzt und die Kipferl klebrig werden. Nachdem die Kipferl vollständig abgekühlt sind, könnt ihr sie in einer Blechdose aufbewahren. So sind sie mehrere Wochen haltbar. Die Vanillekipferl sind richtig schön zart und mürbe und zergehen regelrecht auf der Zunge. Probiert sie unbedingt mal aus. Ich bin gespannt, wie sie euch schmecken und freue mich schon sehr auf eure Kommentare. Die ausgekratzte Vanilleschote und den übrig gebliebenen Zucker könnt ihr in einer Dose aufbewahren und anstelle vom Vanillezucker gebrauchen. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!